Hallo liebe Freunde der Orgelmusik, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute möchte ich euch mal wieder eine Orgel vorstellen, und zwar die Orgel in der Neuapostolischen Kirche in Köln-Mitte. Mein letztes Vorstellungsvideo war natürlich sozusagen meine Heimorgel in Köln-Süd, und ja, mit der Gemeinde sind wir im Moment hier ausgelagert, weil da umgebaut wird, und da habe ich dann die Freude, auch mal diese Orgel hier spielen zu dürfen, und die würde ich euch gerne mal vorstellen. Ja, es handelt sich hier auch um eine Orgel mit 2 Manualen und Pedal. Die hat sogar etwas mehr Register als unsere Orgel in Köln-Süd. Ja, manche Dinge sind auch sehr ähnlich. Zum Beispiel hier diese Registerknöpfe. Das sind diese berühmten Klingelknöpfe, die so ein bisschen unpraktisch sind. Aber egal, da muss ich mich schon mal nicht groß umgewöhnen. Die Tastatur, die geht ein bisschen fester als bei meiner Heimorgel sozusagen. Und ja, ansonsten ist sehr vieles ähnlich. Ich habe 2 Schwellpedale. Ich würde sagen, dann gehen wir mal so ein bisschen die Register durch. Im Hauptwerk gibt es einen Prinzipal 8-Fuß. Eine Oktave 4-Fuß, also ein Prinzipal in 4-Fuß-Lage. Ich spiele es mal tiefer. Beides zusammen. Ja, so konnte man schon den Gemeindegesang begleiten, mit 2 Registern und ein bisschen Pedal dazu. Im Hauptwerk gibt es kein Prinzipal 2-Fuß, aber dafür eine Blockflöte 2-Fuß. Aber ich mache mal mit der Rohrflöte 8-Fuß weiter. Das ist die 8-Fuß-Flöte des Hauptwerkes. So, spiele ich da mal. Dann die Blockflöte 2-Fuß. Ja, alleine mal. Dem 8-Fuß-Flöte zusammen. Als Klangkrone ist hier eine Mixtur 3- bis 4-fach ein Drittelfuß drin. Ich spiele die mal zusammen mit den Prinzipalen und dann merkt ihr mal, wie kräftig das dann klingt. Das ist dann sozusagen das Plenum des Hauptwerkes. Ja, ich nenne so ein Register immer Apostelmixtur. Und zwar aus folgendem Grund. Früher war ja nicht alles schlechter. Unter anderem waren auch die Kirchen immer viel voller, und wenn ihr mal euch hier umschaut, die Kirche hat zwar hier unten einen relativ kleinen Innenraum, aber hinten die Empore zum Beispiel, die geht fast bis Köln-Süd, und hier rechts und oben links ist auch sehr viel Platz. Ja. Ja, und wenn der Apostel dann die Gemeinde besucht hat, um dann den Gottesdienst zu feiern, dann war hier natürlich alles knallvoll. Und dann braucht man halt so ein Register. Da muss eine Orgel nicht schön klingen, sondern einfach nur laut. Im Hauptwerk gibt es auch noch ein Zungenregister, nämlich eine Trompete 8-Fuß. Und die klingt ungefähr so. Ja, mit der kann man richtig schön Alarm machen. Dann schauen wir mal in die Register des Pedals hinein, und da gibt es so wie in jeder Orgel natürlich einen Subbass 16-Fuß. Das ist der tiefste Ton, den die Orgel machen kann. Diese Orgel machen kann. Dann geht es auch gleich weiter mit einem Gedaktpommer. Das ist so ein Register, das klingt etwas quintig in 8-Fuß-Lage. Eigentlich ganz angenehm, finde ich. Und dann gibt es noch weiterhin einen Oktavbass in 8-Fuß-Lage. Einen Choralbass in 4-Fuß-Lage, unvermeidbar, auch fast in jeder Orgel drin.
eigentlich ein bisschen irreführend, sollte eigentlich Choralsopran heißen oder so, weil es so hoch klingt. Und im Pedal gibt es auch ein Zungenregister, eine Posaune in 16-Fuß-Lage. Die gefällt mir auch ganz gut. Sehr schön. Mal alles zusammen. Ja, das ist doch mal eine schöne Grundlage. Ja, dann schauen wir uns mal die Register des zweiten Manuals an. Die sind eigentlich ein bisschen leiser als die aus dem Hauptwerk. Da gibt es hier ein Register, das nennt sich Gedakt 8 Fuß. Dann die einzige Flöte, die einzige Vierfußflöte in dieser Orgel nennt sich Flaute. Komisch, die Orgel hat eigentlich genug Wind. Zusammen mit dem Gedakt. Das einzige Zweifußregister im schwellbaren zweiten Manual ist das Prinzipal-Zweifuß. Das spielen wir mal gleich mit dem Gedakt zusammen. Klingt schön spitz. Dann hat es auch zwei Register mit gebrochenen Fußzahlen, also die sogenannten Aliquoten nennen sie sich. Und die spielen immer einen falschen Ton, obwohl man die richtige Taste drückt. Ja, also hier eine Quinte 2/2 nennt die sich. Ich spiele mal hier so ein. Ja, das ist eigentlich derselbe Ton, als wenn ich da drücken würde. Kann man natürlich so nicht alleine spielen, sondern meistens so als Solomischung, zum Beispiel mit dem Gedakt 8 Fuß. Mache ich mal eine kleine Begleitung hier dazu. Und ein Terz, 1/3 spiele ich gleich mal zusammen mit der anderen Aliquote und dem Gedakt 8 Fuß und dann klingt das Ganze dann so. Das zweite Manual verfügt auch über einen Tremolanten. Wenn man mal hinhört, man kann ihn auch hören, wenn man nichts macht. Ja, der klopft ganz schön, aber dadurch wird der Ton natürlich ein bisschen schöner. Im zweiten Manual gibt es auch eine Klangkrone, eine Zimbel, zweifach Einfuß, so rum. Die spiele ich gleich mal mit dem Prinzipal und den weiteren Registern zusammen und dann haben wir hier sozusagen das Plenum des zweiten Manuals. Und im Schwellwerk gibt es auch ein sogenanntes Zungenregister, ein Krummhorn, 8 Fuß. Das klingt eigentlich ganz schön. Ich registriere es mal
Den Gedakt 8 Fuß zusammen. Vielleicht nochmal mit Tremolant. Und dann klingt das Ganze dann so. Ja, das waren die Register des ersten Manuals, des zweiten Manuals und des Pedals. Und dann gibt es hier aber noch ein paar weitere Knöpfchen. Und damit hat es ja Folgendes auf sich. Die Orgel wurde ursprünglich von der Firma Walker erbaut, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte. Die wurde aber dann nochmal erweitert von der Orgelbaufirma Tastenreich. Da kam dann ein sogenanntes Auxiliar dann dazu. Das ist ja eigentlich platziert unter dem Prospekt, den man dann sehen kann, die Pfeifen, die man sieht, ist es dann unten hinter der Holzwand mit den Einschnitten. Und das ist auch schwellbar. Ja, und das ist quasi wie ein drittes Manual, nur ohne Tasten. Gibt keinen Sinn, ne? Also wenn ich hier jetzt so ein Register aktiviere, dann spielt es nirgendwo, dann muss man hier erst ein weiteres Knöpfchen drücken. Auxiliar zum Beispiel an 2 oder an 1 und dann kann ich das hier an das erste oder das zweite Manual oder auch ans Pedal koppeln. Und das hat so ein bisschen, ja, so ein paar englische Register, zum Beispiel hier ein Open Diapason 8 Fuß. Ja, der klingt schön weich, mal im Vergleich dazu. Prinzipal 8 Fuß aus dem Hauptwerk. Kräftiger. Dann gibt es ein weiteres gedacktes Register, eine Flöte lieblich gedackt. Mal sehr lieblich. Dann gibt es hier eine Äoline 8 Fuß. Das ist ein streichendes Register, sehr enge Bauweise und klingt dann auch so schön näselnd. Dazu passend gibt es eine Schwebung, eine Vox Coelestis 8 Fuß. Weiters ein Gemshorn. Keine Sorge, das ist trotzdem ein ganz veganes Register. Ja. Das ist irgendwo zwischen Prinzipal und Flötenregistern. Ich mache es mal zusammen mit dem Open Diapason 8 Fuß. Und das vierte Zungenregister in dieser Orgel, Oboe 8 Fuß. Mal solistisch, abgedeckt mit dem lieblich gedackt. Das machen wir dann hier das Hauptwerk. Da muss man mal so ein bisschen gucken, dass man die richtigen Knöpfchen drückt. Ein Register habe ich euch unterschlagen aus dem zweiten Manual. Das ist ein Salitional 8 Fuß, auch ein streichendes Register, sehr enge Bauweise.
Dieses Salitional aus dem Schwellwerk kann man auch mit der Schwebung aus dem Auxiliar zum Schweben bringen. Ja. Also einmal ohne, mal mit. Das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal.